Wir beide geben Ihnen nun einen kurzen Einblick in das Thema Podcast in der Hochschullehre am Beispiel der Uni Bremen. Kurz gesagt, besteht ein Podcast aus einer Serie abonnierbarer Audiodateien. Der Name setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen Broadcast, Sendung, und iPod. Das bezieht sich auf den MP3-Player von Apple, der, ich glaube, um 2001 auf den Markt kam. Und laut einer Umfrage von 2023 sind beliebte Podcast-Kategorien Information mit 83%, Weiterbildung mit 79% und Unterhaltung mit 77%. Das sind also alles gute Gründe, um mit der Einbindung von Podcasts in Ihrer Lehre ein niedrigschwelliges digitales Angebot mit einer einfachen Produktion und niedrigen Kosten für Ihre Studierenden anzubieten oder von Ihren Studierenden als Studienleistung zum Beispiel erstellen zu lassen. Was ist der Vorteil nun für Studierende? Die Podcasts unterstützen das flexible Lernen, sind jederzeit und überall verfügbar, also auch offline, und können gut an die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten der Studierenden angepasst werden. Das heißt, sie sind sehr gut geeignet für das Selbststudium. Studierende können dadurch an ihren oder in ihrem eigenen Tempo lernen und schwierige Konzepte können so oft wiederholt werden, wie sie möchten. Auch wird das multisensorische Lernen gut unterstützt. Das heißt, sie sind auditiv und kognitiv sehr ansprechend und können so das Verständnis und die Aufnahme von Informationen verbessern. Es gibt nun verschiedene Podcast-Formate, die sich in der Art und Weise unterscheiden, wie der Inhalt gestaltet und präsentiert wird. Eines der gängigsten Podcast-Formate ist der Interview-Podcast, in dem Sie als Lehrende, als Host einem oder mehreren Gästen bzw. Expertinnen und Experten Fragen zu einem speziellen Thema stellen und beantworten oder diskutieren lassen und dadurch halt unterschiedliche Perspektiven der Thematik den Studierenden nahebringen können. In einem Solo-Podcast sprechen Sie alleine über ein Thema, das für Sie relevant ist. Es ist also eine Art Vorlesung, aber bitte nicht 2 Stunden lang. Da reichen auch wirklich 20 bis 30 Minuten. Sie sind also sehr gut geeignet für die Wissensvermittlung. Aber es gibt auch noch eine weitere Variante, und zwar ist das die Story oder der Storytelling-Podcast. Das heißt, Sie erzählen eine spannende, unterhaltsame und lehrreiche Geschichte, um für Ihr Thema das Interesse der Studierenden zu wecken oder auch zu vertiefen. Oder Sie nutzen kurze Podcasts, Audiodateien innerhalb Ihrer Lehrveranstaltung für Begrüßungen, Rückmeldungen oder Kommentare. Das wurde zum Beispiel oft in den Corona-Semestern genutzt, da der Aufwand geringer war, als ein Video aufzunehmen. Der Fokus liegt also auf den gesprochenen Informationen. Das heißt im Umkehrschluss, Sie sind nicht geeignet, wenn visuelle Darstellungen absolut notwendig zum Verständnis sind. Dann müssten auf jeden Fall entsprechende Begleitmaterialien angeboten werden. An der Uni Bremen gibt es nun eine Reihe von Podcasts unterschiedlichster Art. Hier finden Sie einen sicherlich nicht vollständigen Überblick. Das hier sind also Podcasts aus verschiedenen Fachbereichen, die halt auf den Uniseiten zugänglich sind und in erster Linie Interview-Podcasts sind. Das heißt, da können Sie auch einfach mal hineinhören, wie andere Bereiche Podcasts umgesetzt haben. Es gibt auch Podcasts von Studierenden, die auf den Uniseiten aufzufinden sind. Das sind in erster Linie auch Podcasts, die auf den Uniseiten als Audiodateien abgelegt sind, aber andererseits auch auf speziellen Podcast-Kanälen wie Spotify zum Abonnieren zur Verfügung gestellt worden sind. Also auch hier eine gute Gelegenheit, sich einfach mal ein paar Beispiele anzuhören. Bei der Vorbereitung eines Podcasts ist ein Drehbuch bzw. ein Storyboard sehr hilfreich. Besonders, wenn Sie Ihre Studierenden Podcasts als Studienleistung produzieren lassen. In dieser OER-Vorlage, also eine Open Educational Resource, diese Vorlage ist für den Schulbereich erstellt worden, aber die können Sie natürlich verändern und anpassen. Und hier finden Sie eine sehr hilfreiche Vorlage, um einen Podcast gestalten zu können. Also da sind dann die wichtigen Themen oder beziehungsweise was ist das Thema, die Zielgruppe, der Titel, das Format, der Projektplan grundsätzlich und formal ist. Eben wie ist die Länge einer Folge und so weiter. Wo veröffentliche ich den Podcast? Und natürlich, wie ist die vorhandene technische Ausstattung bei den Produzierenden? Und damit übergebe ich nun an meinen Kollegen Alexander Hillmann, der live aus dem Podcast-Studio der Uni Bremen Sie in die Geheimnisse der Podcast-Produktion einweihen wird. Oh, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Danke für die Übergabe, Martina. Vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem Hintergrund. Wir im ZMML betreiben da den Bereich Media Services und Medienproduktion. Das heißt, wir verorten eine ganze Reihe von Räumen, in denen man Medien produzieren kann. Wir haben inzwischen 40 Hörsäle auf dem Campus, in denen man sich aufzeichnen kann.
machen in Bild und Ton. Und im Rahmen des Corona-Semesters ist da sehr viel passiert. Wir haben uns da stark erweitert und auch das Thema Podcast war da natürlich relevant, so wie Martina es bereits sagte, sozusagen als niederschwelliges Angebot. Es ist sehr viel einfacher, einen Podcast zu produzieren. Die technischen Mittel hat man meistens schon vor Ort und man muss nicht im Bild zu sehen sein. Das heißt, man muss nicht vorher noch irgendwie beim Friseur gewesen sein oder und so weiter und so fort. Deswegen ist es manchmal auch eine niedrigere Hemmschwelle, in dieses Thema einzusteigen. Und was ich jetzt machen möchte, ist einmal sozusagen aus produktionstechnischer Sicht Ihnen ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wenn Sie sagen, ich möchte gerne selber Podcast produzieren. Was kann ich da eigentlich machen, um die Qualität meines Podcasts, also vor allen Dingen die technische Qualität, dramatisch zu verbessern? So eine Vorlage ist da schon mal ein guter Einstieg. Das sollten Sie auf jeden Fall machen. Das, was Sie sozusagen dort schon mal notieren können. Die Gedanken, die Sie sich machen können, wie soll mein Podcast im Einzelnen aussehen? Und im Detail könnte das dann zum Beispiel so aussehen. Sie haben dann eine Serie an verschiedenen Podcast-Folgen und die können dann zum Beispiel sich an einem klassischen Aufbau orientieren. Das heißt, für Ihre einzelne Podcast-Folge haben Sie sowas wie ein Intro. Das ist dann Jingle, eine Musik. Sie sprechen die Zielgruppe an. Sie erklären kurz, was will der Podcast vermitteln in einem Satz. Und das ist sozusagen bei jeder Ihrer Podcast-Folgen identisch. Das heißt, Sie haben dann ein wiederkehrendes Element, damit Personen, die Ihren Podcast hören, sich sofort zurechtfinden und den Einstieg wiederfinden. Dann haben Sie so etwas wie einen Einleitungsteil, der ist individuell für jede einzelne Folge gestaltet. Da stellen Sie einmal die zentralen Kernaussagen vor, also was ist die Fragestellung der jeweiligen Podcast-Folge. Sie benennen vielleicht auch das Outcome, also wenn ich dieses Podcast gehört habe, dann weiß ich hinterher erstens, zweitens, drittens und Sie können da eventuell auch nochmal Audiozitate einblenden, insbesondere wenn Sie ein Interview geführt haben, ist das immer nochmal so ein schönes Element, um da in den Podcast einzuführen. Dann haben Sie Ihren Hauptteil, den sollten Sie nicht zu lang machen. Ich empfehle da immer 15 bis 30 Minuten. Es gibt auch Podcasts, die sind eine Stunde lang, finde ich persönlich zu lang. Dann lieber 2 Podcast-Folgen draus machen. Sie sollten auch nicht zu viele Themen unterbringen, dann ebenfalls sozusagen in mehrere Podcast-Folgen aufteilen. Sie haben dann im Schluss nochmal die Möglichkeit, Gesagtes zusammenzufassen. Sie können die Learning Outcomes wiedergeben. Sie verweisen da auf Ihre Referenzen und Sie geben eventuell nochmal einen Ausblick, was in weiteren Folgen dann an spannenden Themen oder Interviewgästen dann auf die Zuhörerinnen und Zuhörer wartet. Und dann haben Sie ein Outro, der ist ähnlich gestaltet wie das Intro, also auch wieder ein wiederkehrendes Element in jeder Folge gleich. Jingle, Musik, vielleicht auch die Sie im Intro verwendet haben. Sie wiederholen nochmal die Kernaussage Ihrer ganzen Podcast-Reihe und Sie schließen dann mit einer Danksagung ab. Das ist ein klassischer Aufbau, den können Sie nehmen, den müssen Sie so nicht verwenden, aber Sie können sich die Arbeit sehr einfach machen, indem Sie sich einfach sozusagen an dieses Muster da zum Beispiel halten. Jetzt an der nächsten Stelle sozusagen ein paar Tipps für Sie, wenn Sie selber sozusagen in das Thema Podcast-Produktion einsteigen wollen. Was können Sie da machen? Worauf sollten Sie achten, damit Sie eine gelungene Podcast-Aufnahme haben? Vorweg, Sie können natürlich einfach in Ihr Smartphone sprechen. Wenn Sie dann mit der Aufnahme zufrieden sind, dann sind Sie im Prinzip fertig. Dann bräuchten Sie sich die Tipps jetzt hier nicht mehr weiter anhören. Das ist sozusagen völlig legitim. Wenn Sie aber sagen, mir reicht es eigentlich nicht, sondern ich möchte da professioneller klingen, was kann ich denn da eigentlich machen? Und da gibt es sozusagen verschiedene Stellschrauben, an denen Sie aktiv werden können. Eine ist das Thema Räume, also das heißt, der Raum, in dem ich meinen Podcast aufnehme, ist sehr entscheidend für die Audioqualität hinterher. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel irgendwie ein Interview führen wollen mit Personen und Sie brauchen da den O-Ton vom Bremer Hauptbahnhof, dann sollten Sie das nicht vorm Hauptbahnhof machen, sondern Sie nehmen das in einem Studio auf und mischen dann hinterher irgendwie so einen Ton vom Bahnhof dann dazu. Weil wenn Sie das vom Hauptbahnhof aufnehmen, dann ist es da windig, regnerisch und Sie können die Geräuschkulisse nicht kontrollieren und Sie bekommen das dann hinterher in der Produktion auch nicht mehr raus. Was Sie hier sehen, ist das Podcaststudio der Universität Bremen. Das ist ein Raum im GW2 innenliegend. Sie sehen da so schön Kacheln an den Wänden. Das sind Absorbermatten, die dafür sorgen, dass der Raum möglichst trocken ist. Also trocken heißt nicht geringe Luftfeuchtigkeit, sondern trocken meint, dass der Raum einfach nicht hallt. Und das können Sie mit solchen Absorbermatten machen. Und jetzt haben Sie dann natürlich zu Hause irgendwie nicht die Möglichkeit. Sie haben vielleicht nicht so einen Raum. Sie haben auch nicht das Budget, irgendwie den entsprechend auszustatten. Was können Sie da dann machen, wenn Sie sich zu Hause selber aufnehmen wollen, um da den Ton entsprechend trocken und angenehm zu bekommen? Nehmen Sie zum Beispiel einen Raum, der möglichst klein ist, also vielleicht eine Abstellkammer, die vollgestellt ist mit Möbeln, also Teppichen oder schweren Gardinenstoffen. Gardinenstoffe schlucken, also absorbieren den Schall. Vollgestellte Möbel, wie zum Beispiel Bücherregale, sind gute Diffusoren, das heißt also brechen den Schall und verteilen ihn entsprechend. Und hier auch nochmal sozusagen ein Vorschlag als Tipp zum Ausprobieren zu Hause. Nehmen Sie Ihr Smartphone und gehen Sie einmal ins Badezimmer, machen Sie dort eine kurze Audioaufnahme und hören sich die an. Dann werden Sie feststellen, dass es da sehr stark hallt. Liegt daran, dass da überall Kacheln sind und ein Badezimmer in der Regel nicht so vollgestellt ist. Und vergleichen Sie das dann mal mit einer Aufnahme im Kleiderschrank. Das ist tatsächlich ein ernst gemeinter Tipp. Wenn Sie sozusagen keine Möglichkeit haben, zu Hause eine trockene Aufnahme hinzubekommen, machen Sie Ihren Kleiderschrank auf, schaffen Sie entsprechend ein bisschen Platz, schieben Sie die Kleidungsstücke beiseite, halten Sie Ihr Mikrofon dann in die Lücke rein und nehmen Sie sich mit dem Kopf im Kleiderschrank auf. Das klingt jetzt erstmal vielleicht irgendwie ein bisschen albern, führt aber zu hervorragenden Ergebnissen. Alternativ können Sie sich auch einfach eine Bettdecke über den Kopf ziehen, ja, also wie früher als Kind eine Höhle bauen und dann da drunter aufnehmen. Auch das führt zu hervorragenden Ergebnissen. Also das ist, probieren Sie das ruhig einfach mal aus und vergleichen Sie die beiden Aufnahmen, da werden Sie überrascht sein. Ansonsten, wenn Sie sagen, okay, Möglichkeiten habe ich nicht, das ZMML bietet
bietet, wie gesagt, solche Räume an. Wir verleihen die auch, wir geben da auch Einführungen in die Technik, sprechen Sie uns da einfach jederzeit an, dann vereinbaren wir einen Termin und dann können wir uns das vor Ort ansehen und dann entsprechend auf Ihre Bedürfnisse dort dann hinwirken. Worauf sollten Sie bei einer Aufnahme auch achten? Klar, keine Außengeräusche, das heißt, wenn Sie irgendwie an einer belebten Straße wohnen, wo sehr viele Autos fahren, dann ist vielleicht der Raum geeignet, aber vielleicht ist es auch einfach die falsche Uhrzeit. Ne? Dann nehmen Sie einfach spät abends auf, wenn der Verkehrslärm nachgelassen hat, und Sie sollten auch darauf achten, dass Sie in so einem Raum keine Innengeräusche produzieren. Also Sie brauchen zum Beispiel keinen Schmuck, eine Kette, Halskette oder andere Dinge, die irgendwie klappern können. Legen Sie die bitte vorher ab. Brauchen Sie nicht. Sie sind ja auch nicht im Bild zu sehen. Das produziert nur Geräusche. Genauso Papierrascheln. Wenn Sie zum Beispiel ein ausgedrucktes Skript haben, haben Sie dafür ein Stativ, ein Notenstativ zum Beispiel, wo Sie es draufstellen können. Oder benutzen Sie einfach ein Tablet, wo Sie halt mit dem Finger geräuscharm wischen können. Ja, genauso, wenn Sie sich aufzeichnen, werden Sie vermutlich auf Ihrem Computer aufzeichnen. Computer haben dann manchmal Lüfter, die dann irgendwie angehen. Können Sie das unterbinden? Können Sie den Computer so weit wegstellen mit einem Verlängerungskabel, dass das Lüftergeräusch nicht zu hören ist? Müssen Sie auf der Maus oder mit der Tastatur klicken? Das sind alles Geräusche, die nehmen Sie ja nicht sukzessive nacheinander auf. Also Sie sprechen ja nicht erst rein und dann kommt der Mausklick, sondern meistens ist es ja simultan, während Sie sprechen, und diese Geräusche kriegen Sie hinterher in der Nachbearbeitung einfach nicht mehr raus. Das heißt, überlegen Sie sich sozusagen, wie Sie solche Geräuschkulissen einfach vermeiden können. Schalten Sie vor allen Dingen auch Ihr Handy aus, also gar nicht so sehr, weil Sie vielleicht mittendrin angerufen werden, sondern Handys verursachen Interferenzen, die dann auch in Ihrem Mikrofon eventuell mit zu hören sind, und all diese Geräusche kriegen Sie hinterher gar nicht oder nur sehr schwer raus, und da können Sie sich das Leben erleichtern, indem Sie da im Vorfeld einfach drauf achten. Der zweite Tipp, um die Qualität dramatisch zu verbessern einer Aufnahme, der ist etwas schwieriger zu realisieren, weil da geht es darum, dass man ein gutes Mikrofon hat. Wir haben bei uns im Podcaststudio hochwertige Mikrofone von der Firma Shure. Das ist sozusagen der Standard. Also sehr viele Podcaster, Streamer, YouTuber, wer auch immer, sagen, setzt auf dieses Mikrofon. Das ist quasi sozusagen so die Referenz, die verwendet wird. Die hat gleich einen eingebauten Popschutz. Sie sehen also den Schaumstoffüberzug, der sorgt dafür, dass wenn man bestimmte Geräusche macht, also insbesondere das P, also Plop-Geräusche macht, dass diese dort entsprechend abgefangen werden, und die Sprachverständlichkeit ist sehr hoch, die Qualität ist insgesamt sehr gut. Wenn Sie sowas jetzt nicht zu Hause haben, dann wäre mein erster Tipp, versuchen Sie einfach bei uns das Podcaststudio zu buchen, oder aber finden Sie jemanden, der ein vergleichbares Mikrofon hat und Ihnen das leiht. Die Medienstelle hat da eventuell auch Geräte an Ihrer Hochschule oder sowas, die man sich da ausleihen kann, müssen Sie einfach mal nachfragen. Was Sie nach Möglichkeit nicht nehmen sollten, wenn Sie einen Podcast produzieren, ist ein Headset und schon gar nicht Ihr Laptop-Mikrofon. Warum? Einfach die Mikrofonkapseln, Sie sehen es ja hier im direkten Vergleich einfach auch nochmal, sind sehr viel kleiner. Das heißt, die audiotechnischen Möglichkeiten sind da sehr viel geringer, der Dynamikumfang ist geringer, und Headsets und solche eingebauten Laptop-Mikrofone haben meistens softwareseitig dann auch nochmal etwas, das nennt sich dann Sprachoptimierung, Qualitätsverbesserung, sonst wie was. Das sind Algorithmen, die dafür sorgen, dass es weniger rauscht, dass die Stimme angehoben wird und so weiter. Das führt aber in der Regel immer dazu, dass die Aufnahme eigentlich eher schlechter wird. Weil das müssen Sie auch wissen, wenn Sie etwas als Rohmaterial aufnehmen, dann können Sie es hinterher bearbeiten und immer wieder verändern und verfremden. Wenn Sie das aber schon verfremdet aufgenommen haben, dann haben Sie eigentlich kaum noch Möglichkeiten, das dort wieder rauszubekommen. Dann brauchen Sie eine richtige Aufnahmeposition. Das ist natürlich klar, sozusagen, Sie sollten den richtigen Abstand wählen, vielleicht so 10, 20 Zentimeter zum Mikrofon, und Sie sollten diesen auch beibehalten. Also wenn Sie jemand sind, der sehr dynamisch durch den Raum geht, ich simuliere das jetzt einfach mal, ne, dann wissen Sie, das hören Sie jetzt einfach, das klingt entsprechend anders. Und es gibt den sogenannten Nahbesprechungseffekt, der besagt, je dichter man an ein Mikrofon rangeht, desto basslastiger wird dann entsprechend auch die Stimme. Sie sollten das jetzt auch entsprechend, glaube ich, hören, dass meine Stimme einfach mehr Bassvolumen hat. Das können Sie für sich nutzen, wenn Sie da entsprechend eine schöne Radiostimme haben wollen, aber Sie müssen da eben auch aufpassen, dass es passt. Und vor allen Dingen sollten Sie, insbesondere wenn Sie sich häufiger versprechen und dann hinterher das rausschneiden müssen, sozusagen da die gleiche Sitzposition beibehalten, einfach weil man sonst bei einem Schnitt das natürlich dann sehr stark hört, wenn Sie da eine andere Position gehabt. Popfilter, wie gesagt, in diesem Bild hier ist sozusagen ein Popfilter eingebaut. Wenn Sie sowas selber nicht haben, können Sie auch einfach, meine Faust simuliert ja jetzt mal das Mikrofon, dann sprechen Sie nicht direkt ins Mikrofon, sondern Sie sprechen einfach daneben. Ja, dann geht der Atem am Mikrofon vorbei, und dann haben Sie auch das Problem mit den Popgeräuschen nicht. Ist eine einfache Lösung, die für Sie nichts kostet. Und dann wichtiger Tipp auch nochmal bei einer Aufnahme, nehmen Sie immer etwas zu leise auf als zu laut. Alle Aufnahmen, die übersteuert sind, können Sie in der Regel wegschmeißen. Da gibt es kaum Möglichkeiten, das hinterher irgendwie, auch nicht mit KI oder sonst wie, das wieder zu reparieren. Das heißt, all das, was irgendwie zu laut aufgenommen oder was übersteuert wurde, das ist eigentlich hoffnungslos verloren. Alles, was Sie zu leise aufgenommen haben, bekommen Sie hinterher immer lauter. Das können Sie mit einfachen Werkzeugen eigentlich immer wieder erreichen. Und dann sozusagen der letzte Hinweis, und darauf zielte ja vorhin auch schon eine Frage aus dem Publikum ab, womit nehme ich den eigentlich auf? Und der erste Tipp, den ich da geben kann, ist, womit Sie nicht aufnehmen sollten. Zoom wird ja jetzt gerade aufgenommen, haben wir gehört sozusagen heute. Dann könnte man ja denken, ja, ist ja super, dann spreche ich einfach wie in meinen Zoom rein und mache eine Aufnahme, dann bin ich ja hinterher fertig, dann habe ich ein Video, ziehe ich die Audiospur raus und dann bin ich fertig. Zoom, MS Teams, Skype, andere Produkte, die also im Prinzip für Live-Videokonferenzen geeignet sind, eignen sich nicht für Podcast-Produkte.
Medienproduktion. Natürlich haben Sie da eine Audiodatei, aber das Problem hierbei ist, weil es sozusagen für die Echtzeitkommunikation optimiert ist, dass hier die Sprache stark komprimiert wird und zwar verlustbehaftet komprimiert wird. Das heißt, es geht Aufnahmequalität verloren, es sind eventuell Effekte drauf, wie irgendwie ein Rauschfilter oder andere Effekte, die Sie so vielleicht gar nicht wollen oder nicht beeinflussen können und das können Sie hinterher aus der Aufnahme nicht rausbekommen. Das fällt Ihnen manchmal vielleicht auch auf, wenn Sie einen Podcast hören und dann gibt es im Podcast ein Interview und dann wird die Person angekündigt und dann merkt man, dass die Person irgendwo über Zoom oder so zugeschaltet ist und man dann einfach nur die Zoom-Aufnahme genommen hat. Da fällt dann die Audioqualität dann dramatisch ab und Sie wissen es selber, wenn Sie einen Podcast konsumieren, dann haben Sie häufig wahrscheinlich einen Kopfhörer auf und Sie sind sehr viel konzentrierter auf das Medium Ton, als wenn Sie jetzt zum Beispiel noch ein Video gucken. Da kann das Video Sie dann auch vielleicht ablenken und wenn die Hauptinformationsquelle dann auch vielleicht in irgendwelchen Bildern liegt, dann ist der Ton nicht ganz so wichtig. Beim Podcast gibt es nur den Ton, also muss der bestmöglich sein. Und deswegen sollte man sozusagen für Aufnahmen nicht solche Programme verwenden, sondern stattdessen freie Software vielleicht, wenn Sie kein Budget haben. Da sind zwei Produkte, die Sie wahrscheinlich vom Namen her auch kennen. Erwähnenswert, das eine ist Audacity und das andere ist Ocean Audio. Ocean Audio ist ein bisschen weniger bekannt, macht aber das gleiche wie Audacity und das ist eine Software, die können Sie kostenlos herunterladen. Hier sind die Links angegeben, die werden Ihnen auch in den Folien später noch zur Verfügung gestellt. Wichtig hierbei, das ist auch also ein Tipp zum Überleben ist, googeln Sie nicht einfach nach Audacity, dann werden Sie auf irgendwelche Seiten umgelenkt, wo Leute Ihnen alles Mögliche unterjubeln wollen, sondern laden Sie die Software tatsächlich nur beim Hersteller herunter oder nutzen Sie irgendwelche Download-Portale, die für Sie irgendwie seriös erscheinen. Das ist sozusagen immer wichtig, muss man bei Open-Source-Software leider inzwischen irgendwie mit dazu sagen. Da gibt es sehr viele schwarze Schafe, die das sozusagen ausnutzen, um einem da irgendwas anzudrehen. Das hier sind sozusagen die richtigen Adressen, da kommen Sie an die Software und was können Sie damit machen? Naja, zunächst können Sie erstmal aufzeichnen und zwar unkomprimiert, das heißt, Sie haben eine saubere, verlustfreie Aufnahme, die Sie nachbearbeiten können, das heißt, Sie können schneiden, können Passagen rausschneiden, Sie können das Ganze lauter und leiser machen, Sie können ein Rauschen entfernen, wenn das notwendig ist, Sie können Störgeräusche entfernen und so weiter und so fort. Dafür gibt es hervorragende Anleitungen im Netz und wir vom ZML bieten da auch Unterstützung ran. Also wenn Sie sagen, okay, ich möchte zum Beispiel in den Räumen des ZML gerne aufzeichnen, vereinbaren Sie einen Termin mit uns, wir zeigen Ihnen, was Sie und wie Sie aufnehmen können oder aber Sie sagen, ich habe da eine Aufnahme und ich möchte da gerne was mitmachen, ich möchte die Qualität verbessern, dann haben wir da auch softwaretechnische Spezialwerkzeuge, auch um schwierige Fälle wie zum Beispiel einen Hall oder so rauszubekommen und wir helfen Ihnen dann auch entsprechend einfach Ihren Podcast da zu finalisieren. Und Sie können natürlich auch in unterschiedliche Formate exportieren, also wenn Sie dafür Ihren Podcast-Plattform oder wo auch immer Sie es veröffentlichen wollen, spezielle Vorgaben haben, Sie können da das alle möglichen Formate dann konvertieren und exportieren, sodass Sie es dann auch veröffentlichen können. So viel zunächst erstmal von meiner Seite und ich würde dann nochmal an Martina übergeben für den Abschluss. Dankeschön. Also jetzt zum Schluss einfach auch nochmal ein paar weiterführende Informationen. Das heißt, hier finden Sie Links zu einigen Portalen, die sehr schöne Einführung und didaktische Konzeption für den Einsatz von Podcasts in der Lehre bieten und auch eben, wie man das einfach erstellt. Und auch noch ein Link zu einem Buch, was auch in der Bibliothek vorhanden ist, halt eben zum Sprechertraining, wie man überhaupt halt eben souverän Texte präsentiert oder auch eben darstellt. Das ist also mit sehr vielen praktischen Übungen da drin. Also es ist eine sehr, sehr zu empfehlen, wenn man wirklich Podcasts aufnehmen möchte. Und natürlich am Ende auch nochmal der Link zu den Seiten und der Beschreibung des Podcast-Studios. Vielen Dank.